In diesem Video teile ich ein paar Einblicke von meiner Führung bei Prusa Research in Prag mit euch. Prusa befindet sich in einer etwas älteren Fabrikhalle im Norden von Prag. Dieser riesige Banner, den manche vielleicht von Bildern kennen, war zur Zeit meines Besuchs nicht mehr da, was vielleicht aber auch daran liegen könnte, dass hier bald der neue MK4 gezeigt wird. Ansonsten ist der Eingang relativ unscheinbar. Wenn man durch die Tür hier geht, gelangt man erstmal in so einen kleinen Eingangsbereich, wobei das Hauptmerkmal die verschiedenen Drucker an der Wand sind. Angefangen mit dem Prusa Mendel bis hin zum MK3. Daran kann man sehr schön die Weiterentwicklung und Upgradebarkeit dieser Drucker sehen. Rechts davon ist dann der Zugang zum Prusa Lab und der Rezeption. Hier stehen alle aktuellen Drucker, also Prusa Mini, MK3 und 4 sowie ein XL und die größeren Projekte aus den letzten Jahren, wie dem goldenen Jubiläumsdrucker, diese lebensgroßen Rick-and-Morty-Figuren und weitere Ausdrucke. Von da geht es dann weiter ins Prusa Lab, welches aus mehreren Bereichen besteht. Hier zunächst ein großer Raum mit 3D-Druckern, hauptsächlich für die Produktion von Prototypen und Kundenprojekten. Ich habe dann extra nochmal bezüglich Mitgliedschaften nachgefragt und leider ist das Lab seit Corona nicht mehr wirklich öffentlich zugänglich und dient mehr als 3D-Druck- und Projektservice, so geht es auch aus deren Webseite hervor. Weiterhin gibt es dann CNC-Fräsen und einiges für die Holz- und Metallbearbeitung, womit dann zum Beispiel Prototypen für Teile der Prusa 3D-Drucker hergestellt werden. Danach ging es ein Stockwerk höher, wo die Produktion des Prusaments in aktuell 15, bald sogar 20 Produktionslinien stattfindet. Hier durfte ich leider absolut nicht filmen, mir wurde aber noch erzählt, dass sogar im Schichtbetrieb gearbeitet wird, um genug Filament zu produzieren und den laufenden Prozess nicht unterbrechen zu müssen. Ein Stockwerk darüber befindet sich dann die bekannte Druckfarm, in der alle Plastikteile für die Prusa-Drucker hergestellt werden. Hier drucken hunderte Prusa MK3 mit solchen 2 Kilogramm Prusament PETG-Spulen. Dazu noch ein paar spannende Fakten, die mir während der Tour erzählt wurden. Ca. 5% der gedruckten Teile sind Ausschuss, meist aber nur optisch bedingt. Die werden dann aber für interne Drucker weiterverwendet. Da die Drucker in der Farm schneller als gewöhnlich drucken, wird das PETG bei 265 Grad Celsius geschmolzen, um genug Fluss zu bekommen. Außerdem wird in der Farm nicht auf die Filamentsensoren gesetzt, sondern der Drucker bzw. das Steuersystem dahinter rechnet aus, ob noch genug Material auf der Spule ist. Filamentreste werden dann gesammelt und recycelt. Auch bei der Produktion der MK4-Drucker durfte ich leider nicht filmen. Spannend fand ich aber, dass sie durch effiziente Vorbereitung der Einzelteile gerade einmal eine Stunde für den Aufbau solch eines Druckers brauchen. Dann ging es nach draußen, wo die Firma eigene Bienen, Schafe und Alpakas hält. An diesem Tag waren aber nur die Schafe und Bienen da. Ich hoffe, dieser kurze Einblick in die Tour bei Prusa hat euch gefallen. Wenn ihr mal in Prag seid, nehmt das auf jeden Fall mit. Dafür einfach eine kurze Mail an den Prusa Support mit Bitte um einen Termin für eine Tour schreiben. Vergesst außerdem nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keins der wöchentlichen Videos zu 3D-Druck und konkret Prusa zu verpassen.